Der heimliche Star jeder Star Trek-Episode waren die Türen der Enterprise. Seit Kirks Zeiten schon ein Geschmack von Zukunft. Ja, bitte. Wenn sie denn rechtzeitig öffneten. Aber wie funktionieren die Türen automatisch ohne eine Automatik? Und wie entstand eigentlich ihr ikonischer Ton? Ich bin Jens und damit hineingeschaut in die Türen von Star Trek. 1966 war eine Tür, die sich von selbst öffnet, seiner Zeit ja schon voraus. Automatische Türen gab es in ein paar Supermärkten, die über Druckmatten im Boden öffneten. Moderne Dinge wie Bewegungssensoren, Infrarot, das alles kommt erst Jahre später. Und jetzt zeigt eine Fernsehserie, die mit wenig Geld auskommen muss, automatische Türen und das in verschiedenen Formen und Größen. Zu der Zeit absolut beeindruckend und mit einem Geräusch, das klingt, als steckt da hinten irgendeine pneumatische Hightech-Maschinerie. Nur war da keine großartige Technik, sondern ein Mann mit einem Seilzug. Der Regieassistent neben der Kamera beobachtete die Szene und im richtigen Moment drückte er einen Knopf. Das Lämpchen ging an, der Mann zog und hoffentlich öffnete sich die Tür rechtzeitig. Background and action. And here's what the cameraman sees through his lens. Wenn alles funktionierte, war das diese feine Star Trek-Magie, die sich absolut natürlich in die Welt einfügt. Und wenn nicht? Manchmal öffnete sich die Tür, bevor irgendjemand in ihrer Nähe war, manchmal zu spät. Dann liefen die Schauspieler mit voller Überzeugung dagegen. Das System hat sich in den nächsten 30 Jahren übrigens kaum verändert. Sensors are configured. Bei The Motion Picture wurde Shatner von Türen erwischt, die zu schnell zugingen. Bei TNG, bei Deep Space Nine, bei Voyager überall derselbe Aufbau. Ein Seil auf Umlenkrollen und ein Mensch mit viel Verantwortung, ohne je im Bild zu sein. Sie wollen mit uns reden. Diese eine Person, deren Name in den Credits meistens gar nicht auftaucht, hatte einen ziemlich undankbaren Job. Und wenn alles klappt, sieht man halt davon gar nichts. Die unsichtbarste Rolle in der Geschichte des Science-Fiction-Fernsehens. Wenn der Mann am Seil zieht, macht die Tür auch ein Geräusch. Das ikonische Geräusch, ja, das kennen wir. Aber für alle am Set klang das anders. Sie schabt und poltert. Sie klingt eher nach einer Holzplatte, die über den Boden schabt. Was wir da aus den Folgen kennen, kommt erst in der Post-Production dazu. Verantwortlich für diesen Sound war Douglas Grinstaff, Supervising Sound Effects Editor, für alle 80 Folgen der Originalserie. Und sein Auftraggeber hatte hohe Ansprüche. Gene Roddenberry wollte, dass jede Szene ihren eigenen Sound bekommt. Wirklich jede. Grinstaff hat dazu mal eine Anekdote erzählt. In einer Szene gibt Pille jemandem eine Spritze. Roddenberry sagt, Doug, da fehlt was. Ich höre die Spritze nicht. Grinstaff meinte dazu nur, Gene, man hört eine Spritze nicht. Roddenberry, doch, das hier ist Star Trek, da hört man sie. Also drehte sich Grinstaff um, fragte, ob jemand zufällig einen Druckluftkompressor zur Hand hat. Und ja, den hatte jemand, also Mikrofon heran an die Düse, kurz Luft rauslassen, schneiden, fertig und wir haben den Ton. Setz die Dinger mal ein, Pille. In der nächsten Szene zischte dann McCoys Spritze beim Verabreichen. Roddenberry war glücklich und Grinstaff war erfahren genug, um zu wissen, dass Diskussionen mit Gene wenig bringen. Genau dieser Mann sollte sich jetzt für die Türen etwas einfallen lassen. Jahrzehnte später wurde Bill Wisdom gefragt, wie der Türsound eigentlich entstanden ist. Wisdom war Sound Supervisor für TNG, Deep Space Nine, Voyager und Enterprise. Wenn jemand wusste, wie diese Sounds funktionieren, dann er. There's a squeak in there that everybody has learned to love, and it was originally a tennis shoe squeak. Im Bonusmaterial von Staffel 6 Star Trek Das nächste Jahrhundert erwähnt er genau das. Grinstaff hat den Türsound erzeugt, indem er mit einem Turnschuh über den Boden gequietscht hat.
Können Sie bitte Ihre Energie verstärken, Antares? Wir empfangen Sie nur sehr schwach. Wir sind schon auf maximaler Leistung, Enterprise. Ich muss dringend Captain Kirk sprechen. Es kommt noch besser. Grindstaff hat den Creature kombiniert mit einem zweiten Geräusch. Wieder Druckluft aus einer Pressluftpistole. Einfach rückwärts abgespielt. Das alles übereinander gelegt, noch ein bisschen fein abgestimmt, bearbeitet und fertig ist die Zukunft. Ja, so einfach kann es manchmal sein. Der Schuh flog später aus dem Sound raus und wir haben nur dieses Druckluftgeräusch behalten. Das dafür so ikonisch war, dass wir noch nicht einmal mehr ein Bild dafür brauchten, um zu wissen, was da passiert. Herein. Oh, Captain. Und vielleicht habt ihr mal drauf geachtet. Meistens, wenn jemand durch eine Tür geht, schweigt die Crew. Herein? Komme ich zu spät? Aber nein, nehmen Sie sich einen Stuhl. Das liegt daran, dass dieser Sound immer darüber gelegt wird. Er kommt nie vom Set, er kommt immer aus der Nachbearbeitung. Und sollte jetzt jemand sprechen, während jemand durch eine Tür tritt, hatte das Tonteam dann das Problem, dass sie den Ton austauschen mussten und die restliche Tonspur durfte nicht beeinträchtigt werden. Ziehen Sie Will oder William vor? Will, Sir. Wo ist mein Quartier, Will? Inzwischen ist das allerdings kein Problem mehr. Die Mikros sind gut genug, das Equipment auch. Man kann diese Geräusche auch rausfiltern und einfach andere einfügen. Das ging damals alles noch nicht. Ausnahme war, wenn eine Tür weiter im Hintergrund aufging. Dort hatte man das Geräusch nicht mit auf dem Ton. Da konnten da auch weiter gesprochen werden. Captain an Sicherheitsabteilung. Ich verlange, dass die Leiter aller Decks sich sofort auf der Brücke melden. Aber trotzdem war immer noch das einfachste Mittel, einfach schweigen, wenn die Tür aufgeht. Herein? Und schaut das nächste Mal einfach mal genauer hin. Damit könnte das Video eigentlich schon aufhören. Aber es gibt eine Geschichte, die zeigt, wie ernst es bei Star Trek mit den Türen wirklich war. In Staffel 5 ist Wesley bereits auf der Sternenflottenakademie und es gibt einen Unfall. Einer seiner Kameraden stirbt und die Folge dreht sich um die Frage, ob Wesley und die anderen die Wahrheit sagen. Nach dieser Kurve hatten wir Kurs auf Titan. Und Sie waren immer noch in der Führungsposition. Ja, Sir. Und in Wesleys Quartier, da ist beim Dreh etwas passiert, das niemand so genau im Blick hatte, worauf niemand geachtet hat. Das Quartier hat eine ganz normale Tür. Eine Tür mit einem Türgriff, der auch benutzt wird. Die Folge wurde gedreht, geschnitten und dann sah Rick Berman die Aufnahme. Berman war ausführender Produzent, der Mann, der entschied, was das 24. Jahrhundert ist und was nicht. Und er flippte laut den Überlieferungen dezent aus. Im 24. Jahrhundert gibt es keine Klinken. Punkt. Die Zukunft öffnet Türen von selbst. Nur war die Folge schon im Kasten und die Tür war mit ihrer altmodischen Art Teil davon. Was tut man also? Hört mal genau hin. Hi. Hi. Die Lösung war so absurd wie genial. Das Tonteam mischte einen elektronischen Beep dazu. Wesley fasst die Klinke an und das Geräusch kommt. Damit ist die Tür offiziell futuristisch umgebaut. Damit das Universum zusammenhält, braucht es einen einzigen Piep. Und die Nerven der Verantwortlichen waren beruhigt. Die Türen sind also nie nur Türen gewesen. Sie sind halt ein Versprechen der Macher hinter Star Trek. Eine Tür, die sich von selbst öffnet, das ist Teil der Zukunft. Berman wusste genau, dass eine Klinke dieses Versprechen beschädigt. Egal wie gut die Story rundherum ist. Genau deshalb zog seit den 60ern jemand an einem Seil. Und genau deshalb nahmen sich ein Grindstaff, ein Turnschuh, um einen passenden Ton dazu zu erzeugen. Ja, und auch deshalb schweigt die Crew, bis die Tür wieder zu ist. Das alles, damit die Magie von Star Trek wirken kann. It's impossible! Impossible! Und jetzt seid ihr dran. Welches Geräusch aus Star Trek findet ihr eigentlich am prägendsten? Schreibt mir mal in die Kommentare, vielleicht wird das nächste Video. Und danke nochmal an die Mitglieder von Hineingestolpert, die schon ab 99 Cent im Monat meine Recherche unterstützen. Ihr macht solche Videos überhaupt erst möglich. Ich bin Jens und damit hinausgestolpert zu neuen Videos. Haut rein!